Ja, hallo. 2 Jahre sind vorbei und es ist wieder Nacht der Wissenschaften hier in Fürth, Nürnberg, Erlangen. Und wir sind mit unserer Forschungsgruppe FORMOST wieder dabei. Und wir bauen gerade noch auf. Ja, also morgen ist die Veranstaltung. Wir bauen heute schon mal auf, weil wir ein bisschen nervös sind, dass wir nicht fertig werden. Wir gehen einmal rum und schauen, was wir so an Programmpunkten vorhaben. Hier haben wir unser Großmolekül. Ja, ich habe letztes Mal schon erwähnt, das habe ich selbst im Keller gebaut und es ist immer noch da. Und ja, was haben wir vor? Wir wollen natürlich wieder unser beliebtes Quiz machen. Also hier wird der Quiztisch aufgebaut und hier gibt es die Molekülbau-Challenge. Teams treten gegeneinander an und versuchen, komplizierte Moleküle nachzubauen. Das ist sehr lustig und ich würde mich wahrscheinlich wahnsinnig dämlich anstellen dabei. Aber ich mache auch nicht mit. Hier daneben bauen wir ein Labor auf. Ja, also hier haben wir ein Spektrometer, ein Infrarotspektrometer. Wir werden Belichtungsversuche durchführen und die kann man tatsächlich selber machen. Wir haben es im Labor probiert, da hat es funktioniert. Ob es hier auch funktioniert, wir werden es sehen. Und bestimmt werden Wetten angenommen. Na, schauen wir mal. Und daneben wird es einen Computersimulationsplatz geben. Da werden also Live-Simulationen von Molekülen durchgeführt. Das wird die Caroline Müller leiten und die wird das auch noch ein bisschen genauer erklären. Ich habe da keine Ahnung von, deswegen halte ich mich da lieber ein bisschen kurz. Wir werden Fenster haben, die durch Licht schaltbar sind. Das kann man hier wirklich selber ausprobieren. Man kann hier auch Buttons selber pressen und dann ein bisschen Werbung für uns machen. Probably right. I feel like I'm not good in doing views. Why? Da kommt kein Wasser mehr durch. Also wenn noch ein Ast reinkommt, dann ja. So, hier sehen wir den Testaufbau für unsere Spektroskopie-Ecke, wo wir dann quasi Hands-on-Science machen wollen. Wir haben hier unser kleines Spektrometer aufgebaut, wo wir dann später unsere Proben vermessen können. Und gleichzeitig haben wir hier noch eine Belichtungsbox, wo wir die Proben reinstellen können. Und damit da hinten rumpelt es ein bisschen. Aber hier können wir dann die Proben quasi beleuchten, dadurch quasi eine Reaktion hervorrufen und die dann quasi im Spektrometer nochmal vermessen und dann sehen wir einen Unterschied. Und das können dann quasi die Gäste bei der Langen Nacht der Wissenschaften einfach selber ausprobieren und dann quasi selber ein bisschen wissenschaftlich agieren. Wir machen hier gerade die Poster für die Lange Nacht. Jetzt müssen wir erst mal nachschauen, ein bisschen Inventur machen, was wir hier überhaupt haben. Das ist sehr allgemein. Schau mal, das ist das, was wir tun. Und ich glaube, das hier sind unsere Devices. Die Devices hätte ich gerne hier drüben. Das heißt, ich tue die mal kurz darüber. So. Genau. Das Poster ist eigentlich echt. Ja, das kann man halt am Eingang benutzen. Ja, das ist im Eingang. Und das hier ist dann für unsere Das ist zum Molekülbauen, oder? Ja, das kommt auch an den Eingang. Lass mal kurz schauen. Aber halt auf der anderen Seite. So, die ersten Poster werden schon mal befestigt. Und dann schauen wir mal, ob die Magneten halten. Sonst müssen wir das einmal mit Tesafilm festtapen. Also ich glaube, das ist der Moment, wo ich meinen Vorteil als Frau nehme. Ich bin raus. Der Rat muss jetzt mit dem Kabelbinder kommen. Sogar farblich passend, das ist gut. So. Also, wir stellen Farbstoffe vor und ein ganz berühmter ist das Luciferin. Dafür haben wir Glühwürmchen, Gummibärchen mit dem Molekül dazu.
Also wir haben hier unseren Lucent, unsere Belichtungsanlage, die wir zeigen wollen an der Langen Nacht der Wissenschaften. Wir haben die einzelnen LEDs angezeigt, die gerade verbaut sind. Die lassen sich auch individuell ansteuern. Genau, in dem Fall wollen wir nur unsere langwelligeren LEDs, einfach weil die Farbe ein bisschen schöner ist. Dann können wir hier einmal die Intensität einstellen. Für die Lange Nacht der Wissenschaft selber werfen wir noch ein bisschen Trockeneis ins Wasser. Einfach, also hat jetzt wissenschaftlich wenig Nutzen, aber es hat halt den schönen Effekt, dass es dann schön blubbert. Vor allem, wenn man das dann beleuchtet, sieht es ganz cool aus. Dann die Zeit ist auf 7 Stunden, das passt soweit, weil wir das in Dauerbetrieb lassen wollen. Genau, wenn wir das Gerät jetzt anschalten wollen, normalerweise ist es so, dass die Lampen nur angehen, wenn der Deckel zu ist. Man kann das aber mit diesem Metallstück hier sozusagen überbrücken, den Widerstand. Und deswegen können wir es jetzt mit unserer Substanz, die uns interessiert, mischen und dann wie ist denn Pellet auf Deutsch? Pressling. Ein Pressling, ja, vielen Dank. Ja, ein Pressling formen. Halter mit dem Kaliber mit. Sie lassen sich nicht aufhalten. Schau einfach interessiert zu. Wissen Sie eigentlich, wie groß der Druck ist, wenn das gepresst wird? Nee, das weiß ich nicht auswendig. Da müssen wir mal nachschauen. Ne? So viel Druck, wie wir halt händisch da aufbringen können. Ja. Noch mehr. Anfeuern. Da geht noch mehr. So. Das sollte jetzt genug sein. Aber es wird dann schwer auf. Sieht gar nicht mal so falsch aus. Ne? Es geht aber tatsächlich transparenter, wenn man noch mehr Druck aufbaut. Also dann müssen wir noch Reicht mehr. Ihnen das? Oder Ja, das wollen sollte Sie da reichen. noch Das mal sollte nach? reichen. Ja. Okay, das funktioniert ja jetzt nicht so, sondern wir setzen uns dahin und dann wird das Molekül eingeblendet. 1, 2 Moleküle oder 100 Moleküle erstmal reagieren und warm werden, dann hat man schon die Wärme und dann reagiert es automatisch wie eine Lawine. Aber wie schon gesagt, Wärme ist nur eine Möglichkeit zu triggern. Ja? Hier unten sind, wie ich schon gesagt habe, Katalysatoren, da braucht man gar keine Wärme. Da hat man dann wirklich einfach nur so ein Ding, man legt eine Spannung an und dann macht's und es reagiert zurück. Kühle, die man chemisch herstellen kann. Wenn man darauf jetzt eine mit Licht bestrahlt, die die gleiche Wellenlänge haben wie Sonnenlicht, dann ändern sie ihre Struktur. Und das ist dann die Struktur von dem energiereicheren Isomer. Also das ist die neue Struktur. Und wenn ihr euch das anschaut, dann habt ihr halt diese Spannung anhand von diesem Ring. Und die Energie wird gespeichert anhand von diesem Ring. Man kann jetzt nämlich diese... Genau, es ist ein Energiespeicher. Das ist ein Speicher. Und der speichert Energie in Form von seiner Struktur. Und diese Energie kann man wieder freisetzen, wenn man diese Reaktion wieder zurückschaltet. Also wenn ich diese Reaktion jetzt triggere und sie dann wieder zurück in das ursprüngliche Molekül passiert, dann wird die Energie freigesetzt in Form von Wärme. Und das ist das, was wir uns anschauen. Wir werden dann hoffentlich Veränderungen sehen und die Veränderungen zeigen dann, dass tatsächlich diese Fotochemie stattgefunden hat. Okay, also wir gucken uns oben erstmal den Fotoschalter selber an, also das Norbornadien. Das heißt, das ist dieser 5-Ring. Das sieht gut aus, also ich sehe da jetzt keinen Fehler. Und dann müssen wir jetzt noch die Substituenten anschauen. Da haben wir jetzt einen Kohlenstoff und 2 Sauerstoffatome, das passt. Dann haben wir hier das Kohlenstoffatom und auf der Seite passt es aus. Dann würde ich sagen, haben Sie gewonnen. Das ist tatsächlich als Windfertig gedacht. Das heißt, dass die zwei gegeneinander angenommen werden. Möchten Sie das machen? Ja. Dann könnt ihr gerne gegenüber sitzen. Ja, das muss... Ja, sollen wir irgendwas von Robert holen? Ja, ich bin wirklich Wichtig ist eben hier diese Temperaturskala einmal zu fixieren, also springt es die ganze Zeit herum und wenn es dann
heiß wird und wir dann behalten wenig unsere